Und wo war jetzt die Person? Ich muss da hoch, richtig? Hä? Wo? Ach. Nö. Ja, vielen Dank. Ach, leckt mich. Ja, das war's gleich mit mir. Und wagt es, dass ich dann den Kampf gegen den Arsch nochmal machen muss. Wagt es. Das war's mit mir. Ich rage quitte, wenn ich den Kampf gegen den Arsch jetzt nochmal machen muss. Er kriegt Vampyr nämlich eine Pause. So, wo bin ich? Ah, es hat gespeichert. Gut. Aber ich muss das Rätsel nochmal machen. Erst ganz runter und dann die letzten beiden. Oder auch nicht. Einfach so, wie ich von Anfang an machen wollte. Wie kommen wir denn die Treppe hoch? Gar nicht? Ja, kannst nicht von Anfang an so... Ja, vielen Dank. Laufen. Kann ich euch jetzt wenigstens looten? Toll, die Tür ist jetzt offen und... Muss ins Wasser, oder? Muss ich ins Wasser? Muss ich das Wasser jetzt ganz ablassen? Anscheinend. Bitte keine Viecher mehr jetzt. No comment. No comment. Wirklich. Genau. Das, was du aufgehoben hast, bist du, Jonathan. Eine Niete. Wirklich.
Was? Ich will hier gar nicht sein. I'm so sorry. Komm alleine klar. Kann ich immer der Retter in der Not sein. Manche Dinge sollten ihren natürlichen Lauf nehmen, oder wie war das? Möchte beenden. Ramsch. Where are we? Und What has happened to the London that I knew? hallo, Good Sie evening, sind? sir. Wir kennen uns, May I oder? ask you what you're doing here at this late hour? Das I'm könnte ich Sie auch fragen. conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing Ist in das the ein West End at this Verhör time oder of night? was? I'm here on my own, sir. I have no official appointment other than my desire to save lives. Then we have the same objective, sir. The difference is, to catch my suspects, I use a magnifying glass and handcuffs instead of a microscope. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it. With just one phone call. What are you investigating, exactly? Mr. Kimura has been murdered. Always the same injuries. Wounds to the neck and massive blood loss. I'll stick to my homicidal maniac theory. Aha. Auch Blutarmut. Könnte ich ihm helfen? Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange? Nein, which requires ich bin police gerade neu attention? hier. Sollen wir? I'd like to report a name, Inspector. Jeffrey McCullum. I'm afraid he's some sort of vigilante, trying to recruit an army of angry citizens. Then I'll write the name down and transmit this intelligence to the appropriate office. Das wird so Thank you, Ärger sir. geben. Das wird so Ärger geben. What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Aber was macht das Scotland Yard in London? Do you work alone? Yes, the situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. Gute Nacht. I'm sure we'll talk again soon. Ja, könnte sein. Hier? Prices Geschäft. Ich habe nichts geklaut. Guten Tag, die Dame. I hope you can stay a little longer this time. Guten Tag, Sie Good sind? evening, Miss Price. How are you Ach so. tonight?
Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. Gerade eben erst. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble Es kommt drauf shop. an, was wir kaufen können. Do you know Aloysius Dawson? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But Nein, isn't das Aloysius stimmt. Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Zwillinge! Könnte sie. Aber ist May I Handel look hier. at your goods, Miss Price? It's always a pleasure to have you here, Dr. Reed. Take all the time you need. Gut, werde ich. Vielen Dank. Ich hätte gerne Kugeln. Dr. Reed, I am glad to see you again. Also müssen wir erst auf Quatschen gehen, um sie zu... Good evening, Miss Price. You know. I'm so sorry, die Dame. Wir könnten es gleich hier machen. Durch die Tür kommen wir nicht, richtig? Nein. Ich denke mal nicht, dass irgendjemand mich sehen kann. I'm so sorry. Was war das denn gerade? Geht's Ihnen gut, Madame? Oh no, poor me. I'm dying. For real. No one will cry for me now. Was? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Was mache ich denn? Nichts ist passiert. Überhaupt nichts. Sprechen wir miteinander. Sprechen wir miteinander. I am sorry, I can't help you, sir. Meinen Good Sie? evening, Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reed. Good Kann to ich see dich you auch? too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up. Oh ja, sie ist ganz leicht. Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes. A very strange man. Not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books. And then laughed at what we showed him. Is it true you often hurt yourself, Carol? Yes, it's true. I try to behave, I really do. But one way or another, I always end up injured or wounded. I'm so stupid. Why would you be stupid? It's like I can't help getting under my mother's feet. That's how I end up being pushed, cut, or burned. You see, I'm a stupid girl, really. When exactly do these accidents happen? Ever since I was little. That's why I need to stay with Mum. I'm not capable of taking care of myself. You need to understand you are in danger, Carol. Your mother is responsible for all your injuries. That's a lie. She has always taken good care of me. She only gets irritated when I get under her feet. It's my fault.
My mum loves me so much. Yes, Carol. Your mother believes she loves you as much as you're convinced she loves you. But you are both trapped in a toxic relationship that puts you in danger. What are you saying? That she lied to me all these years? Nein, that she das wants me nicht. to be miserable? My mother has dedicated her life to my Nein, sie safety. will es willend nicht, aber Your mother is terribly sick, Carol. She man nennt es suffers from one of the most Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. sadistic attitudes I've ever Wird es hier auch genannt? and tortures you with a twisted sense of love. No, my mum loves me and only wants the best for me. It's my fault if I can never do anything right. She deserved a better girl than me. Naja, ich werde dich jetzt sowieso. Der Familie ein Ende setzen und dann hoffentlich weiterziehen können. Können wir da mal rum, bitte? Danke. Meine Mutter ist eh nicht mehr da, Kleines. Die dritte Person, die ich aussauge. Und vielleicht auch die letzte. Auch sie zittert. Wie ihre Mother, where Mama. are you? I can't see. I'm so afraid, Mother. Alles gut. Es ist gleich vorbei. Oh, okay. Dankeschön. Temple Church. Okay, jetzt muss ich da hoch. Blut. Keep out. Muss ich da hin? Nein. Oder doch? Doch. Muss ich durch die Tür eventuell... Boah, kann ich jetzt mal beenden vielleicht? Ein Unterschlupf freigeschalten. Sehr cool. Wo ist der? Oh, wir sind da drin. Sehr schön. Keyboard. Draußen auf der anderen Seite. Okay. Okay, ein Bett. Haben wir auch eine Werkbank? Wir haben eine Werkbank. Yes. Sehr schön. Endlich wieder. Nein. Oh, wir haben neue Sachen herzustellen. Starkes Regenerationsserum. Sehr cool. Und starkes Ausdauerserum. Wir werden es zwar, glaube ich, nicht brauchen, aber... Sehr cool. Sehr, sehr cool. Auch sehr schön. Gut. Das können wir eben noch looten und ab ins Bett. Wir haben 4665 Punkte. Die können wir erstmal verbraten. Und dann mache ich, glaube ich, Schluss für heute. Machen wir ihn das nächste Mal zum Vampir. Juhu, wir sind Level 22. Benutze die Klaue so gut wie nie, oder?
Oh, das ist gut. I'm sorry. Aber das ist wirklich gut. Du erzeugst einen Schattenwebel an den Füßen deines Ziels. Sie erledigen verderbten Schatten, unterbrechen die Aktionen eines Feindes in Bereichen, fügen ihm so enormen Schaden zu. Das hört sich gut an. Wir gucken uns mal an. Und wir sind Level 23. Sehr cool. So, und damit beenden wir dann für heute. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns einfach. Oh! Das Westend in Flammen, während ich diese Zeilen schreibe, hat das Herz Londons aufgehört zu schlagen. Heute Morgen um 3 Uhr haben Polizeikräfte unter Hinweisen auf die Dringlichkeit die Lage trauernde Einwohner evakuiert. Diebe und Sonderlinge mit Fieberwahn überfluten unsere Straßen. Unsere Männer waren zu wenig. Die Bösartigkeit des Gegners war zu groß, um einen gerechten Kampf zu führen. Unsere wenigen Kräfte waren über ganz London verteilt und dieses schreckliche Bericht schreiben in einem verbarrikadierten Unterschlupf. Was ist über unsere geliebte Stadt hergefallen? War es die Seuche, diese angebliche Krankheit aus der furchtbaren Teilen der Stadt, oder war es der Herrgott selbst, der uns hieß, aus einem zu verdorbenen und zu ungläubig gewordenen London zu fliehen? So oder so sind unsere Häuser niedergebrannt und es ist nichts mehr übrig. Aloysius Dawson hat recht mit seiner Vision. Eines von den furchtbaren Gefahren der Londoner Außenbezirke geschützten Westend. Nur eine Mauer hätte uns vor solcher Gewalttätigkeit retten können. Aber jetzt ist es zu spät und nun stehen wir hier und trauern um verlorene Kinder, Geschwister und Eltern. Zum Warten verdammt, während die uns umgebenden Anarchie auf haarsträubende Weise versucht, uns die Hilfe zukommen zu lassen, die wir verdienen. Das Westend ist gefallen. Wie soll dieses Land dieser Tragödie überleben? SLA. Oh, werden wir da jetzt also noch mehr Toten begegnen? Nur noch Erste. Fuck. Fuck. Okay. Feindlich. Das wird witzig, glaube ich jetzt. Aber das werden wir das nächste Mal sehen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.